Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch dieses Video hier anzuschauen, es anzuklicken. Ich begrüße euch ganz, ganz, ganz herzlich dazu. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich die Zeit heutzutage nimmt, um sich solche Videos anzuschauen, wie dieses jetzt aus der Reihe im Gespräch mit. Wahrscheinlich werden die meisten von euch bereits wissen, was es mit dieser Videoreihe auf sich hat. Wir haben ja vor 2, 3 Jahren den Channeling-Kongress ins Leben gerufen und im Rahmen dessen entstand auch das Channeling-Portal, in dem ihr regelmäßig neue Videos euch ansehen könnt und an Meditationen teilnehmen könnt. Alles kostenlos, gratis. Wenn man sich anmeldet auf www.channeling-portal.de, dann bekommt man regelmäßig den Newsletter mit den entsprechenden Links. All das begann vor 2, 3 Jahren und wir haben diese Gesprächereihe dann in dem Rahmen auch ins Leben gerufen, die auch frei zur Verfügung steht und dauerhaft auf YouTube. Also wenn euch dieses Gespräch hier gefällt, dann bedient einfach die Glocke oder geht ins Abo und dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Gespräch gibt mit den Channel-Medien, die eben in diesem Channeling-Portal auch ihre Beiträge veröffentlichen und euch zur Verfügung stellen. Es sind Medien in aller Regel, die im Rahmen des Channeling-Kongresses ja, nicht bekannt geworden sind, sondern die zu uns gestoßen sind im Rahmen des Channeling-Kongresses und die wir euch im Rahmen dieser Gesprächereihe einfach mal näher vorstellen möchten. Und heute darf ich euch also die Christine Arana Fader vorstellen. Sie ist ein Channel-Medium, das seit sehr, sehr, sehr langer Zeit bereits von sich reden macht und ihren Schwerpunkt hat. Schwerpunkt, ja, kann man so sagen, auf der Welt der Drachen. Wir dürfen uns aber auch auf andere Zusammenhänge freuen. Avalon spielt ganz stark eine Rolle in ihrer Arbeit. Und dann ist noch etwas Neues hinzugekommen, worüber wir dann im weiteren Verlauf des Gesprächs reden werden, etwas weiter hinten. Aber für den Anfang erst einmal ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Arana, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen und ja, dieses Gespräch mit uns zu führen, mit mir zu führen und für die Zuschauer da zu sein und ihnen zu erklären, was eigentlich deine Arbeit und dein Wirken ist. Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auch riesig auf unser Gespräch und natürlich freue ich mich auf ganz viele Zuhörer, die ja neugierig sind. Ja, und ich finde, Neugierde ist immer so eine ganz, ganz tolle Energie. Also seid neugierig und erfahrt gleich ganz viel auch über die Drachen und meine Arbeit. Neugierig sind wir alle, ich auch zuvorderst. Wir kennen uns zwar schon seit einigen Jahren, aber ich habe ehrlich gesagt eigentlich nie so richtig die Zeit gefunden, mich mit diesen ganzen Bereichen zu beschäftigen, für die du stehst. Drachen, Avalon, aus der Perspektive, aus der du das alles handhabst. Deswegen bin ich da ganz, ganz spannend, also ganz, ganz neugierig und finde das sehr, sehr spannend, was da jetzt wohl auf uns zukommen wird. Zuerst die Frage, die mir eigentlich meistens am Anfang am wichtigsten erscheint, nämlich wie bist du überhaupt zu einem Medium geworden? Also dass jetzt Drachen durch dich sprechen und die Energien durch dich gehen und du damit arbeiten darfst, das ist ja nicht selbstverständlich. Und es ist auch noch nebenbei gesagt sehr speziell. Wie kam das dazu? Wann hast du gemerkt, dass du da irgendwie anders bist? Ähm, Ich war, glaube ich, so Anfang 30 in etwa. Da habe ich mich geöffnet für spirituelle Themen und da habe ich sofort gemerkt, ja, dass ich da große Zugänge habe, ja, und dass eine riesige Bilderwelt auf mich einströmt. Habe das dann auch wieder zwischendrin immer wieder mal ein bisschen weggedrückt, ja, aber mir ist auch ganz klar geworden, dass ich in der Zeit, wo ich mich dann mit spirituellen Büchern und Workshops beschäftigt habe, nicht zum Channel-Medium geworden bin, sondern ich habe festgestellt, dass ich schon immer eins war. Ja, und Mhm. dann ist mir auch so eingefallen, dass ich als Kind immer mit meiner Schwester und den Kindern aus der Nachbarschaft gespielt habe, ohne Spielzeug. Ich habe immer so ich habe die immer mitgenommen in meine Welten. Ja, und da konnten wir einfach im Treppenhaus, wenn es draußen geregnet hat, im Treppenhaus sitzen, immer so ein bisschen weg von den Erwachsenen, ja, oder auf dem Dachboden. Da gab es auch einen super coolen Dachboden. Ja. Und dann haben wir uns das alles nur vorgestellt. Ich habe das immer so vorgegeben, ja, und die konnten dann so eintauchen. Und genau das, was ich als Kind schon immer gemacht habe, ja, das ist heute ja mein Job geworden. Und ich lebe damit tatsächlich meine Berufung. Und
Ich Ja. glaube, Michael, dass ganz viele Menschen, wenn sie sich daran erinnern, was sie als Kinder am allerliebsten gemacht haben oder am besten konnten, da wirklich auch Brotkrumen finden, um zur eigenen Bestimmung zu kommen. Ja. Ja, absolut. Ne? Also wenn man zurückschaut, dann merkt man eigentlich, dass das eigene Leben ein roter Faden war. Also Genau, das ist etwas, was ich auch immer wieder merke bei Bekannten, bei Freunden, bei mir selbst erst recht, dass alles, was man im Jetzt macht, eigentlich eine Weiterleitung oder eine Fortführung dessen ist, was sich früher schon angebahnt und gezeigt hatte, von der Kindheit an. Das genau. kann ich nur bestätigen. Ja. Und du hast spannende Geschichten erzählt oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du mit den anderen Kindern da zusammengespielt hast? Ich habe das immer sehen können. Also Oh, ich konnte dann, jetzt wir haben dann so überlegt, was spielen wir denn heute? Und wir haben natürlich auch schon Fernsehen geguckt, ja. Und dann hatten wir so unsere Lieblingssendungen wie damals Lassie und Tarzan und Bonanza und das ganze, die ganzen ja, kunterbunten, schönen Serien, die halt auch kindgerecht waren. Die haben wir dann wie nachgespielt. Ja. Wir sind dann so, also es gab einen Rahmen, den die schon kannten, die anderen Kinder, ja, da haben also dann festgelegt, oh, heute spielen wir Lassie, ja, und wer ist der Hund und wer ist jetzt wer und so. Und dann haben wir das auch zwischendrin mal gewechselt, ja, weil ja alle wollten der Hund sein. Ja. Und durch meine Sprache und durch mein Erzählen und durch die Kraft der Visualisierung konnten wir da stundenlang uns da aufhalten in dieser Welt, ja, die ja existent ist. Durch die Filme war die ja nicht, ich habe die ja nicht erfunden, sondern das ist ja etwas, was existiert im Feld. Ja. Es hat ja jemand anders, ein Drehbuchautor, der sehr kreativ ist, hat ja diese Welt erfunden. Und wir sind da nur, ich sehe mich sowieso immer nur als Türöffner. Ich mache immer nur die Türen auf, ja. Und äh, ja, leite die Menschen über eine Schwelle drüber. Die Welten sind ja alle da. Also ich erfinde da keine Welt. Die sind alle da. Es gibt ganz viele Türen, durch die wir hindurchschreiten können, ja, um ja, in die Zukunft zu gehen, in die Vergangenheit zu gehen oder halt in eine andere Welt. Und ich sage auch immer, alles, was wir uns vorstellen oder was sich ein Drehbuchautor vorstellt, ist wahr. Geht in seine Schöpferkraft und erschafft eine Wahrheit. Ja. Und diese Räume sind da. Und die sind genauso für mich genauso real und lebendig wie diese Realität, die wir einfach so mit dem Oberflächenbewusstsein mit offenen Augen erleben. Ja. und wann und wie ist dir bewusst geworden, dass diese Welten, die du da siehst, die du wahrnimmst, also du hast das in dem Bereich hast du das ja geteilt mit deinen Spielgefährten und Gefährtinnen, aber irgendwann muss dir ja klar geworden sein, dass das eine eigene, echte, wahre Welt ist, die du da siehst und wahrnimmst. Ja, das kam erst Wie, viel später. das kam erst sehr viel später durch Ja, die ja, Ausbildungen wahrscheinlich. ja, also das kam sehr, sehr viel später. Als Kind habe ich das natürlich, für mich war das alles normal. Ja, ich habe gedacht, Ja. das können alle. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass die anderen das nicht konnten. Ja, dass sie immer zu mir kamen und gesagt haben, lass uns doch wieder lässig spielen. Ja, oder ja, die haben das so gebraucht. Ja, diese Bilder und diese Welten, diese Türen, die ich da aufmache, ist mir damals überhaupt nicht aufgefallen. Für mich war es nur Spielen und da habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Das kam erst ganz viel später in Workshops, wo ich dann, beziehungsweise sogar, wo ich selbst schon Workshops gegeben habe, ja, ist mir das immer mehr und mehr gedämmert, ja, dass es tatsächlich eine Gabe ist, ja. Ich bin immer davon ausgegangen, das kann jeder, das ist total leicht, ja. Aber musste feststellen, dass es tatsächlich so ist, dass es nicht jeder einfach so kann, ja, dass es viele sich sehr darum bemühen müssen, ja. Aber ich sage immer, wo ein Wille ist, ist immer ein Weg, ja. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass letztendlich es wirklich auch jeder dann kann, ja. Aber es ist nicht jedem so in die Wiege gelegt wie mir. Ja, Mhm. genau. Und dieser Zugang zur geistigen Welt, was hat der dir dann als erstes gebracht, also in dem Rahmen, also gebracht meine ich im Sinne von Wahrnehmung, als du dann gemerkt hast, dass es da einen Raum gibt, in den du eintreten kannst. Wem bist du da zuerst begegnet? Also das war eine Trance-Reise, die ich gemacht habe. Und da bin ich gleich meinen beiden Hauptlehrern begegnet in ein und der gleichen Trance-Reise. Und das war auch wirklich so der allererste spirituelle Workshop, den ich besucht habe.
Der hieß Healing and Clearing. Und ich bin dahin auf Anraten von einer Freundin, die gesagt hat, du musst mal unbedingt jetzt mal was anderes machen, aufhören mit dem Job, den du da machst, das ist überhaupt nicht deins. Die hat es schon so erkannt, das war eine sehr spirituelle Frau und auch Reiki-Meisterin, und die hat mich quasi dann dahin geschickt. Und der allerersten Trance-Reise in diesem Workshop war Erzengel Uriel, der am Wegesrand stand quasi und mich anguckte und wirklich so mit so einer Energie so, wir warten schon ziemlich lange auf dich. Ja, und ich habe gedacht, nee, lauf mal ganz schnell weiter. Ja. Sehr suspekt das Ganze. Ja, und dann ging es darum, also die ganzen Teils waren eine sehr große Gruppe, über 100 Leuten, und das war auch ein Mega-Event damals. Es ging darum, dass man das geheilte Herz aus dem Boden von Mutter Erde wieder rausholt. Ja, und da hat uns der Sprecher in eine Höhle geführt, und wir sollten da unser geheiltes Herz, also von Mutter Erde geheiltes Herz, zurückholen und wieder in den Brustkorb einsetzen. Und ich buddel und finde ein großes Ei, leg das erstmal beiseite, buddel weiter, ja, und dann habe ich so gedacht, ich war ganz hektisch dann auch. Ich habe gedacht, Gott, ich bin eine Herzlose. Ich habe mich total verrückt gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt nehmt euer Herz und geht hinaus aus der Höhle ins Licht. Ja, und du hast das Ei genommen. Ich habe dann vor lauter Verzweiflung das vermaledeite Ei genommen. Und dann sagte er, ja, und dann tragt euer geheiltes Herz vor euch her. Und dann hat er uns noch irgendwie an einen besonderen Platz geführt. Und dann war dieser Moment der Momente, ja, wo die alle ihr wunderschönes Herz einsetzten in ihren Brustkorb und stand da mit dem Ei. Und ich habe so gedacht, also ich glaube, das ist nicht mein Ziel, das mit diesem Workshop, ja. Und dann kam von irgendwo von hinten eine Stimme, eine ganz andere Stimme, die sagte zu mir, verschluck das Ei. Und dann habe ich das angeguckt und naja, das war recht groß, und dann habe ich gesagt, das geht nicht, das ist zu groß. Und dann hat die Stimme da hinten gesagt, verschluck jetzt das Ei, das ist eine Trance-Reise, da geht alles. Und ich so, okay, und dann habe ich das irgendwie verschluckt, ja, das Ei, und dann ist wirklich mir im Herzen so heiß geworden, ja. Und auch der Körper, der ja in dieser Halle auf dem Boden lag, ja, also ich habe richtig geschwitzt, meine Haare waren hinterher klatschnass geschwitzt. Und dann habe ich so an mir runtergeguckt, so intuitiv, weil ich gedacht habe, was passiert hier? Und dann ging das so, öffnete sich das, ja, es öffnete sich, also es war nicht unangenehm oder eklig, gar nicht, es war einfach nur interessant, ja. Und dann kam dieses Gefühl von unbändiger Neugierde, und dann kam da ein Drache raus. Also ich habe den allerersten Drachen, der allererste Drachenkontakt, der habe ich aus meinem eigenen Herzen geboren, und der hat sich dann, ich war so verliebt, du kannst dir das nicht vorstellen. Ja, da guckte mich das kleine Gesicht an mit schwarzen Knopfaugen, ja, und mit so kleinen Nasenlöchern. Und es war alles nur so süß, ja. Der war feuerrot, und er kletterte dann so auf meine Schulter und den Arm runter, und der legte sich hier dann an mein Handgelenk und hat seine Schwanzspitze, also seinen Schwanz einmal so um meine Handgelenk gewickelt, und er hatte so eine richtige Pfeil-Schwanzspitze, und die hat er in meine Vene gesteckt und hat sich mit meinem Blutkreislauf verbunden, und plupp, Augen zu, geschlafen. Und dann war der nicht mehr ansprechbar. Ja. Und dann, wie ich dann zu Hause war, also ich hatte den die ganze Zeit dann am Handgelenk und ich habe das immer gespürt. Es fühlte sich immer so an, wie wenn jemand einem so hält. Ja, das war so das Gefühl. Und wie ich zu Hause war nach diesem sehr intensiven Workshop, also dass hier noch andere sehr interessante Dinge damals passiert, das war lebensverändernd, ja. Stand dann Uriel in meiner Wohnung, und das war für mich am Anfang auch, ich habe mich ja nie vorher mit diesen Dingen beschäftigt. Ja, das darf man nicht vergessen. Ich habe nicht vorher irgendwelche Bücher gelesen über Engel oder das immer im Internet recherchiert, überhaupt nicht. Ja, also ich bin da wirklich Juche ins kalte Wasser geworfen worden, und jetzt komme ich nach Hause und sehe einen Engel in meiner Wohnung stehen, aber es war mehr ein energetischer Umriss. Und ich habe dann, mein erster Gedanke war, oh weia, das hast du jetzt davon, jetzt siehst du Geister, ja. Die Verstorbenen hier aus diesem Haus, ja, die kommen jetzt bei dir vorbei, ja.
Und ich fand es ganz schrecklich erstmal. Habe aber dann nach ein paar Tagen, nachdem ich auch drüber nachgedacht habe, auszuziehen, habe ich mich hingesetzt und habe dann dieses Wesen, was da immer stand, und einfach, ich habe es irgendwie auch dann gespürt, dass der wartet, ja. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe gefragt, wer er sei, ja. Und dann war es Erzengel Uriel. Und dann habe ich auch die Verbindung verstanden. Ich konnte es dann wahrnehmen, dass es das gleiche Wesen ist wie aus der Trance-Reise. Ja. Mhm. Und dann begann für mich eine extreme Zeit. Ja. Also Erzengel Uriel hat mich über 3 Jahre lang unterrichtet, und die ganze Zeit über hatte ich diesen kleinen roten Drachen schlafend an meinem Handgelenk. Ich habe dann irgendwann mal gefragt, was das bedeutet. Ja. Und da hat er gesagt, der Drache steht für die Magie. Ja. Und dann habe ich, also für deine Magie. Und dann habe ich so geguckt, und das war erst ziemlich klein. Mhm, hat er gesagt. Ja. Schlafen tut's auch. Genau, ja. Richtig Aha, erkannt. aha. Ja. Und dann begann eine Art von Ausbildung geleitet von Erzengel Uriel. Und später, also nach ungefähr einem Jahr, kam Erzengel Michael dazu. Und die zwei Mhm. haben mich wirklich fast täglich besucht. Also immer, wenn ich auch, und ich wollte das dann auch, ich war auch neugierig. Ja. Kaum saß ich auf dem Sofa in meiner Wohnung, habe ein bisschen eine Kerze und leichte Musik angemacht, dann kamen sie schon, und dann ging das schon los in mir. Ganz viele Dinge erklärt, ja, und ganz viel halt über die Drachen und über die Magie. Und ich habe das damals leider nicht aufgeschrieben. Ja. Ich hätte ein ganz dickes, fettes Buch schreiben können. Aber ich habe Mhm. damals überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das für Dritte interessant wäre, ja, für andere Personen. Ja. Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, wofür der Erzengel Uriel eigentlich steht, damit man das noch mal besser einordnen kann, welchen Stellenwert er für dich und für deine Entwicklung in Bezug auf die Drachen hatte? Ja, ganz ehrlich, kenne mich mit den Engeln nach wie vor nicht sehr gut aus. Ich weiß, Erzengel Uriel wird immer als Feuer dargestellt, feurig und rot. Ja. Ich habe ihn so nicht wahrgenommen. Ich habe ihn wirklich weiß, komplett weiß, als weiße, strahlende Lichtgestalt wahrgenommen. Und was, was er aber hat, ja, wenn man jetzt sagt, so Feuer steht für die absolute Transformation, das hat er in mir erreicht. Das auf Mhm. jeden Fall, ja. Und auch mit Nachdruck. Also er hat auch wirklich darauf aufgepasst, dass ich es gut verstehe, ja, und hat immer wieder auch geguckt, wenn er so ein Fragezeichen hier irgendwo gesehen hat, dann hat er mir manche Sachen mehrfach erklärt oder andere Beispiele aufgeführt. Ja, also für mich steht er für ja, ein ganz hohes Licht und für ein absolutes Wesen des Wissens. Ja, Ja. ja. Einige Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen stutzig sein, wenn hier die Rede ist von Drachen. Ne? Das erlebst du wahrscheinlich oft, dass Ach man ja. Drachen nicht immer so positiv einschätzt, was ja auch ja, nahe liegt bei dem, was so um uns herum gerade alles passiert. Mhm. Ähm, aber du channelst natürlich nur positive Energien, das ist ganz klar. Und deine Drachen sind auch andere, sind positive Wesenheiten. Was zeichnet diese Wesenheiten aus, die du Drachen nennst? Ja, also da muss ich so ein bisschen ausholen, um das gut zu erklären, ja, damit es auch wirklich in der Tiefe verstanden wird. Mein Drache, der später zu mir kam, der auch zu mir gehört, der hat mir dann alles gezeigt. Ja? Und der hat mich zurückgebracht in den Moment, wo die göttliche Quelle des Universums erschaffen hat. Ja? Und da war ja ganz viel Bewegung. Ja? Das war ja erstmal ganz klein, und es hat sich ausgedehnt, immer wieder zusammengezogen. Und in diesem ganz anfänglichen Prozess, durch dieses Zusammenziehen und Ausdehnen, da sind ja ganz hohe Energien entstanden. Und da sind auch die Drachen entstanden. Er hat mir das damals gezeigt, wie Funken, wie wenn es so Reibung gegeben hätte, und Funken sind gesprüht. Und jeder einzelne kleine Funke, da die göttliche Quelle ähm, dieses diese Magie des Schöpferakts eingebettet, aus Freude heraus. Ja. Die göttliche Quelle hat sich darüber gefreut, über die schönen Funken, und wollte denen eine Art Geist geben, ja, und die irgendwie lebendig machen. Und da wurde halt diese hohe Magie des Erschaffens in diese Funken eingebettet. Und somit sind die Drachen entstanden. Später
Im Laufe der Schöpfung wurden ja die Sterne und die Planeten, die Engel und natürlich dann auch die Seelen erschaffen. Und als die allererste Seelenfamilie erschaffen wurde, war das im gleichen Augenblick mit dem ersten Klang. Ja, also ganz am Anfang gab es ja keine Töne im Universum, weil es ja noch keine Materie gab. Ja, man braucht ja Materie, damit Schall brechen kann, damit ein Ton entsteht. Und es gab dann den allerersten Ton und mit diesem allerersten Ton ist die allererste Seelenfamilie erschaffen worden. Und dieser Ton zeigt sich in unserer Welt auch als Farbe und das ist blau. Ja, das ist, wir sagen ja auch Farbton. Ja, es ist ja eine Schwingung, es ist ein Klang. Und diese allererste Seelenfamilie, die haben damals die Drachen zugeordnet bekommen. Und das war auch so ein Akt der Freude, der göttlichen Quelle. Die hat es wie ein Kind, was Tolles gemacht hat, ja, und will jetzt noch irgendwas oben draufsetzen. Und so wurde jeder einzelnen Seele wurde ein Funke zugeordnet, diese Drachenenergie. Und das ist eine positiv erschaffende Magie, also Schöpferkraft mit Magie verwoben. Und letztendlich, also dann fand eine Verschmelzung statt. Also es war dann keine Seele mehr, sondern es war ein anderes Wesen entstanden durch diese Energie. Da ich muss leider, wie unsere Sprache ist so begrenzt, aber damit es verstanden wird, muss ich halt manchmal etwas kitschige Worte benutzen. Ja. Deswegen nenne ich diese Seelen halt die Drachenreiter. Ja. Aber bin da auch begrenzt. Natürlich gab es damals noch gar keine Worte, es gab keine Körper, ja, und es waren energetische Felder. Die Seele hat keinen Körper, ja, also wenn wir irgendwann mal diese Materie verlassen, werde ich kein blondes Haar mehr haben und Augen und Zähne und einen Magen, ja, das habe ich ja dann alles nicht mehr. Ja, und also die Seele, reines energetisches Feld und der Drache auch reines energetisches Feld. Und die sind verschmolzen und die Drachenenergie hat sich auch wie so drumherum gelegt, ja, und hat diesen Seelen ein Amt übertragen im gleichen Augenblick. Ja, das war auch wie so eine Berufung, eine Art Berufung. Und dieses Amt, das diese Seelen innehaben, ist Hüter zu sein von allem, was ist. Von all den Seelen, die danach kamen, von all den Planeten, den Sternen und auch den Engeln. Also die haben eine Hüter- und eine beschützende Funktion. Deswegen haben dann später auch die Menschen, die Drachen gezeichnet oder geformt haben in irgendwelchen Kulturen, die immer groß und mächtig dargestellt. Ja? Und das ist genau das, was wir dann auch fühlen, ja, wenn wir dann so ein Bild sehen. Ja, manchmal ein bisschen bedrohlich, ja, und manchmal zeigen die so Zähne, ja, aber das ist keine Energie, die angreift, sondern es ist eine Energie, die beschützt. Ja, ist beschützend. Also in der chinesischen Kultur hat man das ja sehr ausgeprägt. Ne? Also die Glücksdrachen beispielsweise, da gibt es Umzüge, in denen die Massen, muss man dann schon sagen, den Drachen zujubeln, die durch die Straßen getragen werden. Also die haben eine ganz andere Perspektive auf das Wort Drache, möchte ich mal sagen, als wir hier in Europa. Für uns ist das durch die Mythologie eher negativ belastet. Aber in anderen Teilen der Welt eben gar nicht. Das heißt, es ist eine spezielle Art von Energie, mit denen andere eben sehr, sehr gute, positive Erfahrungen gemacht haben. Und das ist die Energie, die du demnach trägst. Du hast auch davon gesprochen, jetzt Seelen seien da entstanden. Ich habe das jetzt fast so empfunden, als wären das eigene Wesenheiten und nicht etwa Geschöpfe, wie wir es in der Regel so wahrnehmen, als die sich jeweils immer einen Körper suchen, um überhaupt sich Ausdruck zu verschaffen. Das ist ja eher so die Perspektive, die wir auf Seelen haben. Und du hast Seelen jetzt geschildert als praktisch eine eigene Spezies. Nee, Nee? dann habe ich es nicht gut ausgedrückt. Ich habe es falsch So wie du verstanden. das siehst, sehe ich das auch. Also Seelen sind Wesen, die auf unterschiedlichen Welten inkarnieren, ja, also nicht nur auf der Erde. Es gibt ja auch andere oder gab ja, wir können ja auch in die Vergangenheit inkarnieren, ja, sobald wir den Körper verlassen, sind wir ja zeitlose Wesen. Da ist ja alles jetzt, ja, und deswegen können Seelen ja auch nach vorne und nach hinten inkarnieren.
Das ist schon so, nur es geht nur um diese Energie, die diese Seelen mit sich bringen. Mhm. Also diese Seelen, wenn sie inkarnieren, bringen automatisch einen Hauch von Magie und Schöpferkraft mit. Ja, die anderen Seelen, zum Beispiel die zweite Seelenfamilie, die erschaffen wurde, das war mit dem zweiten Ton, und der zeigt sich in unserer Welt als gelb. Und diese Seelen, die bringen automatisch, das sind solche Menschen, die sind mit den Einhörnern verbunden. Ja, die tanzen gerne, die Frauen stecken sich gerne Blumen im Haar, das wirst du bei mir nie sehen. Ja. die, das sind so Seelen, die wirklich für die Leichtigkeit, für die Lebensfreude stehen, ja, und die Ja. halt auch mitbringen in unsere Welt. Und dann die dritte Seelenfamilie, die wurden im roten Ton geboren. Das sind so Leute, die ganz freiwillig und total ja, so einen Bankjob machen, ja, die sitzen am Computer, die lieben Zahlen, ja, die denken gerne ganz viel. Und das sind auch so die, sag ich mal, so Leute, die zum Hacker werden, ja, die sich mit Computern super gut auskennen. Ja, das sind diese aus dem roten Ton, die sind sehr, die stehen total auf Zahlen auch, ja, und die haben sehr viel Freude am Denken und Kombinieren. Ja, das geht mir auch völlig ab. Ja. Ohne Taschenrechner wäre ich völlig aufgeschmissen. Ja, aber wenn ich ein Ja. Ritual mache, wackeln die Wände. Ja, und Ja. das sind so, die Seelen haben etwas in sich, die sind nicht alle gleich, das will ich damit auch ausdrücken. Ja. Die sind einzigartig in ihrem, erstens mal in dem Individuellen, aber auch in ihrer Zugehörigkeit zur Familie, was sie dann da für Besonderheiten auch mitbringen, mit in diese Welt bringen. Ja. Mhm. Und alle Aspekte werden ja auch gebraucht. Und wenn diese Seelen auf die Welt kommen, dann bringen sie einen Teil dieser Drachenenergie mit sich. So hatte ich das jetzt verstanden, Ja, als im einen Moment. Teil der Magie, mit der sie uns erfüllen. Ja, also die Hüter und Hüterinnen, die haben eine sehr hohe Liebesenergie in sich getragen. Das kommt daher, also das ist einfach die Energie des Drachen, ja, das ist das größte Herz, was es gibt, das ist die größte Herzfrequenz. Und die haben das Universum und die Planeten behütet. Und so konnte keine Dualität entstehen. Und da aber die Seelen irgendwann mal das wollten, die wollten Dualität leben, mussten die Hüter die Drachenenergie loslassen. Und das sitzt bei den ganz vielen Seelen als ein richtiger Schock noch im System. Mhm. Und die Drachen müssen erst wieder angebunden werden. Und das ist so mein Auftrag. Mein Auftrag ist tatsächlich, die Seelen aus dem blauen Ton zu erreichen, ja, dass sie dann sich erinnern, wo sie hingehören und ihre innerste Energie wahrnehmen und ja, und dann sich auf den Weg machen, den Drachen wieder zurückzuholen, ja, und sich wieder anzubinden und auch Kontakt aufzunehmen. Und dann, und ich meine, das habe ich ja alles selbst erlebt, ja. Und dann, wenn der wieder da ist, der Drache, und die Energie, und wenn man das verstanden hat, was das ist, ja, und auch versteht, damit umzugehen, ja, dass dieses energetische Feld ganz nah sein kann, ja, und dass man sich da reinstellen kann, dass man dieses energetische Feld benutzen kann, um sich zu schützen, Visionen ja, zu erfüllen, Wünsche zu erfüllen und den Weg der Bestimmung zu gehen, dann funktioniert das auch ganz leicht. Also es geht wirklich ganz leicht, solange es ja, dem Wohl des Ganzen entspricht natürlich. Also ich nehme jetzt ganz, ganz stark wahr, wie sehr du eigentlich mit Magie erfüllt bist, von Magie erfüllt bist, dieser Energie. Im Vorgespräch hattest du gesagt, dass das ein eigener Bereich für dich ist. Und jetzt im Gespräch merke ich immer mehr, auch wenn ich daran denke, dass du mit Avalon und Meistern und Meisterinnen aus Avalon zusammenarbeitest, dass das alles schlüssig wird. Die Drachen, die Avalon. Zusammenhänge und die Magie spielen irgendwie für mich jetzt zusammen und wirken wie eine eigene, wie ein
ein eigener energetischer Kosmos eigentlich, der transportiert werden kann über die Arbeit, die du machst. Finde ich sehr, Genau, sehr spannend. Du ja. bist wahrscheinlich dann auch Stück für Stück von den Drachen dann zu Avalon wiedergekommen und hast dich plötzlich im Bereich Magie wiedergefunden. Ne? Genau, ja. Also ich fand Magie von Anfang an immer schon interessant, habe aber mich dann nicht weiter mit beschäftigt, weil ich auch nichts gefunden habe. Ich habe dann irgendwann mal so gemerkt, oh, da ist irgendwas, ja. Dann habe ich nach Büchern geguckt und Workshops und habe aber gemerkt, nee, das ist nicht alles nicht so meins, ja. Da war immer so ein Hauch von Schattenarbeit, Ja, Dunkelheit drin, ne? So ein bisschen ja, so, ja, genau. will Bei gar dir nicht ja weiter gar drauf nicht. eingehen. Ja, ja, Und gut. dann habe ich es auch einfach sein lassen und ich bin sowieso jemand, der sich absolut dem Weg hingibt. Ja, und in der Zeit sowieso, ich habe mich sowas von hingegeben, Uriel, Michael und dann meinen Drachen. Ja, und mein Drache, der hat mich dann tatsächlich nach Avalon gebracht. Ja, und hat mich da Mhm. in einer Meditation einfach abgestellt auf der Insel und das war wow, also das war wirklich ein inneres und äußeres Feuerwerk an Energien und Blitzen, also was da in dem Augenblick passiert ist, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und dann lief das plötzlich, die Erinnerungen, ja, und die Magie ist richtig so in mir wie eine Blume, wie so eine Knospe, die sich öffnet, ja, so nicht so schnell, aber schon so nach und nach Ja. habe ich das plötzlich verstanden. Ich habe es einfach verstanden. Und ich habe auch verstanden, dass das gar nicht so kompliziert sein muss, wie das so in manchen Büchern dargestellt wird, ja, sondern letztendlich ist es ganz einfach. Wenn das Bewusstsein sich für die Magie öffnet, dann muss man nur verstehen, dass wir ein Werkzeug haben und das eine Werkzeug nur zu benutzen brauchen und das ist das Wort. Mhm. Ja, wir können natürlich alles Mögliche uns noch nebenbei anschaffen, weil es einfach schön ist, ja, einen magischen Stein, ein Ritualdolch, Aurasprays, eine Amethystrose und was man halt alles so braucht, ein Räucherwerk, das ist schön zu haben, ja, aber brauchen für die Magie, wenn das Bewusstsein es verstanden hat, nur noch das Wort. Ja, es reduziert sich dann wie so eine Pfeilspitze auf dieses eine Werkzeug und das zusammen mit dem Herzen, ja, wenn es über das Herz läuft, das Wort, also getragen wird von einem Gefühl, dann geht das immer ins Schwarze. Ja. Ich sage dann auch immer, passt auf, was ihr euch wünscht, das wird wahr. Ja. Das, war, Weiß Gott, das ging ja. auch schon mal nach hinten los, ja. Bei dem Das hat, einen oder anderen. Ja. Das heißt, das ist das Geheimnis hinter Affirmationen beispielsweise. Ne? Also wenn du das Wort so in den Mittelpunkt stellst, was mir ja sehr, sehr, sehr sympathisch ist, natürlich als Verleger, als Autor. Also ich bin ein Wortmensch durch und durch. Und wenn ich das jetzt so höre, wird mir noch einmal richtig deutlich, welchen Stellenwert Worte haben. Sie schaffen alles. Ich glaube, ohne Worte gibt es kein Bewusstsein, das in der Materie wirken kann. Richtig, ja, Ja. genau. Wobei wir Also, da von Materialisation natürlich reden. Es gibt Bewusstsein ohne Worte, zweifellos, aber es fehlt dieses Erschaffen können von Strukturen. ja, Ja, wir wollen ja unsere Wünsche hier in dieser Welt, ja, mit der Materie erfüllen, ja. Deswegen ja, brauchen wir das unbedingt, das Wort. Und natürlich ohne das Gefühl kann das Wort nicht viel, ja. Also es ist ja, 50-50, ja, wir brauchen beides. Ja, also wenn man so irgendwie eine Affirmation so halbherzig morgens zehnmal vor sich hin murmelt, ja, weil es der Guru gesagt hat, das kann man auch sein lassen. ja, Aber wenn man sich wirklich hinsetzt und die Affirmation vor sich hin spricht und versucht, die Essenz zu finden in dieser Affirmation, dann geht man automatisch ins Herz, ja. ja. Weil man will es ja erfühlen. Wir können es ja oft gar nicht begreifen, ja. Wenn man versucht, es zu erfühlen, dann passieren Wunder, ja. Dann gehen unglaubliche Lichtpforten auf und da kommt eine Ja. Energie, es haut einem aus den Latschen, ja. Ja. Es ist im Grunde so einfach. Ne? Also wenn wir im Herzen sind und im Herzen formulieren,
genau. mit dem entsprechenden intensiven Gefühl dafür, unterstützt auch noch durch Visualisierung am besten, Ja, ähm, dann entsteht das. Also genau. das ist auch meine Erfahrung. So entsteht Ja, letzten Endes auch Welt, denke ich. So ja. ist die Welt entstanden, in der wir uns bewegen. Die Welt, die du jetzt als magische Welt geschildert hast, wie weit unterscheidet die sich eigentlich von dem, was wir so lesen in Büchern über Avalon, wenn du jetzt deine Wahrnehmungen von Avalon damit vergleichst, was in, weiß ich nicht, den Büchern von Marion Zimmer Bradley oder in früheren Mythologien eigentlich so geschrieben steht? Ja, also die Bücher von der Marion Zimmer Bradley, das habe ich gelesen. Dieses ganz dicke, ich Avalon. weiß nicht mehr, wie es heißt. Avalon, Ähm, heißt einfach nur Avalon, gell? ja. Ja, das habe ich gelesen. Da war ich Anfang 20 und ich mochte es auch sehr, ja, aber ich habe damals schon gemerkt, so die ein oder andere Person, das passte nicht schon damals nicht in meine Gefühlswelt, obwohl ich ja noch gar keine Erinnerung hatte. Ja, aber trotzdem war da ganz viel, was ich annehmen konnte, aber halt auch nicht alles. Ja. Und ich glaube, da ist jeder so ein bisschen auch aufgerufen, sich auf den Weg zu machen, seine eigene Wahrheit zu finden im Gefühl. Ja. Man kann das nicht übernehmen von anderen. Ja, ich finde, es ist ganz wichtig, dass jeder Einzelne erkennt, dass die eigene Wahrheit immer über der Wahrheit einer anderen Person steht. Ja, und man sollte immer dem Weg seiner eigenen Wahrheit folgen, weil nur da kann man letztendlich auf den Seelenpfad, was war das jetzt ein Versprecher? Seelenpfad, ja, auf den Weg der eigenen Bestimmung kommen. Wenn man also sich damit beschäftigt, die eigene Wahrheit zu finden und zu erfüllen, ja. Und ich finde es, egal in welchen Workshop man geht, ja, als Teilnehmer oder welche Bücher man liest, man sollte immer selektiv sein und gucken, was passt in diesem Buch für mich und was passt nicht, ja. Und dann auch mal was überlesen und sagen, ach nee, jetzt das so, nö, oh, das ist jetzt wieder cool, ja. Also da einfach gucken, nicht nur konsumieren, ja, sondern wirklich in den Prozess der Selbsterkenntnis zu gehen. Ja, Ja, was geht mit einem in Resonanz? Ne? Das, genau. das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn etwas zu einem in Resonanz steht, dann ist man ein Teil davon. Das bedeutet immer, dass man einen Bezug dazu hat, dass irgendetwas in einem selbst so ausgerichtet ist, dass es ja, ein hohes Maß an Wahrheit ist, dem man da gerade begegnet. Genau. Und das ist genau dann der Weg, wo man anfängt, sich selbst besser zu kennenzulernen, sich selbst besser zu verstehen. Ja. Und dann in dem Zuge wird dann das Leben viel leichter, also so habe ich es empfunden, ja, dass das Leben leichter wird, das Miteinander mit anderen, ja, man muss nicht mehr ja, so sensibel sein, ja, aber mit allen möglichen Themen. Ja, es macht es einfach leichter, wenn man sich selbst kennt, ja. Ja, und auch in die Position des Beobachters mal wechseln kann. Ja, ich gehe dann manchmal auch so wie aus mir so raus, betrachte mich von der Seite und denke so, oh, guck mal da. Haben wir das Thema wieder, guck mal, was er für eine Fluppe zieht. Ja, so, und die Öhrchen, wo hängen sie denn? Ja, noch Ja. wieder jemand was Böses über dich gesagt. Und dann kann ich das von außen so beobachten, ja, und dann ist es nur noch halb so schlimm. Ja. Ja, ja, genau, das kennen wir alle, glaube ich, dass wir so Momente haben, in denen wir uns über andere definieren, weil wir so erzogen worden sind. Darauf läuft es letzten Endes hinaus. Aber im Grunde geht es darum, wobei fühlt man sich wohl? Ja, Ja, genau. das ist der ausschlaggebende Bereich. Ja. Wo fühlt man, bei welchen Taten, bei welchen Gedanken, bei welchen Schaffenssituationen fühlt man sich wohl? Ja. Ja, ja, und wie gut kann ich mit unschöner Kommunikation umgehen, ne, wenn andere Dinge sagen, die einem nicht gefallen, ja, wie Hm. man damit umgehen und ja, auch das wird einfach immer leichter, ja, immer leichter. Mhm. Wie gehst du dann damit um? Bleibst du da stehen und stellst dich dem oder drehst du dich um und gehst einfach weiter deinen Weg? Mal so, mal so. Ja, Mhm. es kommt ein bisschen auch darauf an, was ist es gerade, ja. Weil es gibt schon Momente oder auch eine E-Mail oder eine WhatsApp, das ist tatsächlich wirklich ein massiver Angriff. Und ich spüre Mhm. es schon ganz genau, ja, ist es jetzt ein Angriff von dieser Person, weil sie schlecht drauf ist, oder wird diese Person als Instrument genutzt, Ja. was leider öfters vorkommt, ja, von der dunklen Seite.
um mich ein bisschen aus der Mitte zu bringen, weil das Thema Drache, den Drache zurückbringen, bedeutet ja, die Hüter erwachen. Also das heißt, wenn jede Seele, die hier inkarniert ist, aus dem blauen Seelenton, den Drachen wieder komplett annimmt, dann hat hier Krieg und Angst und Chaos keine Chance mehr. Weil dann sind die Hüter ja wieder da. Also ist meine Arbeit schon eine Arbeit, und das ist mir jetzt ganz oft passiert, ja, dass ich dann halt auch mal eine verbraten kriege, wie man so schön sagt, ja. Und manchmal geht das über Menschen, ja, und dann spüre ich hinein, ist es jetzt von dieser Person, ja, oder kommt es von einer Energie, die dahinter steht? Und wenn ich merke, es kommt sowieso von diesem anderen dunklen Feld, dann reagiere ich da gar nicht drauf, ja, ganz bewusst nicht, weil sonst würde ich das ja nähren. Ja, Die würden ja sofort meine Gegenwart nutzen und umwandeln. ja. Dann bleibe ich einfach so, lü, ja, mache eine Meditation für mein Herz, ja, und Ja, ignoriere das einfach, ja. Aber ab und zu kommt dann halt auch mal tatsächlich etwas aus einem schief gelagerten Ego von einem Menschen. Da reagiere ich zum Teil schon drauf, weil ich mich in der Verantwortung sehe, jeden auf den rechten Weg zu leiten. ja. Ja, Das ist richtig, ja. Also, ja, es gibt einfach Situationen, in denen man erklären sollte, dass bestimmte Dinge nicht der Fall sind, genau. weil manche, die das vielleicht hören oder sehen, dann ähm, ja, sonst sich beeinflussen lassen von bestimmten Zusammenhängen, ohne dass dann deutlich gesagt wird, so ist es oder so ist es nicht. Ja. Ja, 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 Und das ja. kann heikel werden. Ja gut, ähm, voller Magie, das merke ich ganz deutlich, ist deine Welt. Ähm, Ja. Wenn du da in diesen Meditationen auf Avalon dich befunden hast, war das wahrscheinlich auch der Zusammenhang, in dem plötzlich Merlin und Morgaine und Vivian auftauchten. Genau. Ja, also der erste Kontakt war Merlin. Ähm, und das war eine lange Zeit wirklich sehr intensiv, wo ich fast täglich auch mit Merlin mich getroffen habe. Ähm, Das war dann dann war ja dann mein großer Drache schon da, also der Kleine am Handgelenk, der hatte sich ja dann verabschiedet. Und ich bin ja jetzt mit einem schwarzen Drachen verbunden, der letztendlich auch dann zu mir gehört, und der ist auch riesengroß. Und da ging das dann auch los mit den Reisen zu Merlin und auch mit dem Unterricht. Ja, also Erzengel Uriel hat mich quasi dann übergeben an Merlin. Und ich werde es nie vergessen, nie, wie sich Erzengel Uriel verabschiedet hat, dass jetzt die Zeit, dass er mein Lehrer ist, jetzt vorbei ist. Ich habe, glaube ich, 3 Tage im Wasser gelegen. Ja. Ich habe so, das kannst du dir nicht vorstellen, ja, ich habe gedacht, das geht jetzt gar nicht. Ja. Ja, Aber dann wurde ich etwas, als ich mich dann wieder ein bisschen beruhigt hatte, ja, und mein Drache mich zu Merlin gebracht hat, war ich dann doch auch sehr glücklich und gut aufgehoben vor allem, ja. Und da habe ich dann angefangen aufzuschreiben. mhm. Da habe ich tatsächlich angefangen aufzuschreiben, und da ist dann auch das Buch entstanden, Gespräche mit Merlin. Mhm. Und es ist ein schönes Buch voller Weisheiten, und ich hoffe auch für jeden, der das gelesen hat oder noch lesen wird, das ist auch so mein Ansinnen, selbst in diesen intensiven Kontakt mit Merlin zu kommen, auch über das Buch. Ja. Ja. Merlin ist in unserer Mythologie ein Zauberer. So haben wir ihn, also wenn wir über Merlin lesen, dann ist es ein Magier, ein Zauberer. Ähm, Wie nimmst du ihn wahr? Welche Funktion hat er in deiner Welt oder in der geistigen Welt für alle Menschen? Ne. Also in Avalon, wenn ich in Avalon bin, ist er ein Druide, ja, Ah ja. der mit den Priesterinnen von Avalon zum Teil zusammengearbeitet hat. Ja, die haben sich ja immer so ein bisschen unterstützt. Aber er war ein Druide. Die hatten ihren Hauptsitz auf der Insel Anglesey. Die gibt es ja auch noch, Ja. ja, in England. Und als Seele äh,
hatte er ganz viele, unzählige, und es gibt wenig Seelen, die so viele Inkarnationen hinter sich gebracht haben wie Merlin. Wirklich von Anbeginn, seit wirklich die ersten Seelen auf irgendeinem der allerersten Planeten noch als Lichtwesen inkarniert sind, da war Merlin schon mit dabei. Und wir kennen ihn auch als Inkarnation von Saint-Chamond. Ach ja. Ja. Ähm, Also er war Saint-Germain oder die Seele? Danach, genau. Mhm. Erst war er als Merlin inkarniert und dann später nochmal als Saint-Chamond. Saint-Chamond war dann seine letzte Inkarnation und dann ist er aufgestiegen als Meister Mhm. und betreut uns jetzt halt aus dieser Welt heraus, ja, der aufgestiegenen Meister. Ja. Und als Druide rund um Avalon und um den König Artus, für viele ist das ja eine Legende, ja, für mich ist das Wahrheit. Und nicht, weil das jetzt irgendwelche Wissenschaftler gestern rausgefunden haben, sondern weil ich mich einfach dafür entschieden habe. Mhm. Ja, für mich ist das Wahrheit. Ähm, ich stehe einfach dafür auch ein, dass wir uns einfach immer wieder entscheiden dürfen, ja, und nicht diesen Zweifel ernähren, ja. Und ich könnte jetzt viele Jahre damit verbringen, darüber zu grübeln, ob es denn Avalon wirklich gab oder nicht. Ja, es gibt keine Belege dafür. Keiner hat irgendwo archäologisch was ausgebuddelt und sagt, das ist Avalon gewesen. Und es spielt auch gar keine Rolle, ob es irgendwann mal das Avalon wirklich gegeben hat. Für mich spielt das gar keine Rolle. Für mich gibt es Avalon in meinem Herzen und ich kann dort hingehen, ja, und ich kann das fühlen, ich kann dort riechen und schmecken. Das ist sowas von realistisch und ich habe mich einfach dazu entschieden, dass es Avalon gegeben hat. Ja, also meinem Eindruck nach gab es definitiv dieses Land, dieses Reich, in welcher Form auch immer, Genau. in einer Zwischendimension vielleicht auch in unserer 3D-Gegenwart, vermutlich sogar. Ich habe den Eindruck, dass das eine Kultur war, ähm, unter vielen verschiedenen Kulturen, die mit der Erde in Kontakt stehen oder standen, jetzt wieder stehen oder durchgehend stehen, aber von einem ganz eigenen Stellenwert. Und von daher ist der Zugang, den du dazu hast, wahrscheinlich bezeichnend für jemanden, der aus diesen Kulturzusammenhängen heraus, also zu denen zugehört. Genau, Ja, ja. könnte ich mir vorstellen. Und du bist jetzt daran erinnert worden durch deine Genau. Erfahrungen jetzt in der aktuellen Inkarnation. Ja. So nehme ich das zumindest wahr, weil das, worüber wir reden, ähm, ist mir nicht so nah wie andere Themen, Mhm. aber ich spüre, dass es in sich eine Form der Geschlossenheit ist, zu der ich aber nicht gehöre energetisch, die ich aber gleichwohl voll und ganz also akzeptieren kann, im Sinne von, ich zweifle nicht an dieser Existenz und es Mhm. ist ein eigener Kosmos offensichtlich für sich. Finde ich eine ganz spannende Sache. Ja. Ja. Also und auch diese Vorstellung, mit Drachen zu arbeiten, als eigentlich, so wie ich das jetzt verstehe, als stärkende Kraft, Absolut. um dem Leben Struktur verleihen zu können und auch seine eigenen Schöpfungsfähigkeiten nutzen zu können, ne, wenn Ja. ich das so richtig verstanden habe. Finde ich sehr, Mhm. sehr, sehr spannend, ist aber auch sehr eigen. Äh, Ja. wie wird das wahrgenommen von den Menschen, wenn du deine Workshops zum Beispiel mit diesen Themen machst? Gut, die Menschen, die den Weg zu mir finden, die sind sehr geführt. Ja, also ich glaube, das ist nichts, was man jetzt so googelt. Ja, also da googelt jetzt keiner, ich möchte jetzt mein Einhorn loswerden und ich möchte jetzt einen Drachen haben. Ja, Um Gottes Willen. Schade um das bisschen Einhorn. salopp ausgedrückt. Ja, Also ein bisschen Humor muss auch sein. ja klar. ähm, also die sind geführt und diejenigen, die dann diese Begegnung haben mit ihrem eigenen Drachen, ja, die haut es halt wirklich auch ein Stück weit um. Ja. Die Ja, sind sowas von bewegt und berührt und die können das oft gar nicht glauben. Ja. Also nicht nur, was sie dann da sehen, ja, weil ich erkläre ja das auch.
so wie der Drache sich zeigt, ja, das ist eine Botschaft aus diesem Feld, weil die haben ja keine Form, ja, wir sehen die dann mit 4 Füßen, ja, mit Flügeln und mit großen Zähnen im Zweifel und aber so, wenn man dann genauer hinschaut, ja, was hat er denn für eine Farbe, ja, wie wirkt denn dein Drache, ja, und das ist eine Botschaft, das ist wirklich etwas, das Feld des Drachens dem Menschen auch sagen möchte, guck mal genau hin, ich bin Mhm. deine Magie und Mhm. verstehe meine Botschaft, ich zeige dir den Weg dahin, ja. Und es ist ein Unterschied, ob jemand einen roten Drachen sieht, einen blauen, einen grünen oder einen schwarzen oder Gold oder Silber oder Weiß. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ja. Der Drache kommuniziert darüber auch, ja. Ja. Und ob der sich weiblich oder männlich anfühlt, ja. Das ist auch nochmal eine Botschaft, ja, soll man mehr jetzt, ja, es geht ja immer ums Jetzt. Jetzt soll ich jetzt mehr den männlichen Weg gehen, ja, oder soll ich jetzt mehr den weiblichen Weg wählen, ja, so, ja. Und bei mir war es wichtig, hier diese männliche Energie, sonst würde ich das hier alles nicht machen mit Filmaufnahmen und hier ein paar Lampen hinstellen. Ja, das ist für mich sehr männlich. Ja, Setting aufbauen, ja, ja, und geht es mit dem Strom und so, oh, ja, das ist für mich alles sehr männlich und damit musste ja. ich mich jetzt sehr ja, auseinandersetzen, ja, das Büro einrichten und was da alles mit dazugehört. Ja. Mein Job heißt ja nicht nur den ganzen lieben Tag channeln. Mhm. Ich muss ja auch Rechnungen, Steuer, das alles gehört ja auch dazu. Ja, alles sehr männlich. Genau. Und Ja, das ich konnte ich verstehe. früher gar nicht. Ja. Das war für Aha. mich, ja, da war ich auch mal sehr unordentlich mit Quittungen und so Sachen. Das war Mhm. nie meins, ja. Und da hat mir diese männliche Energie meines Drachens sehr geholfen. Und was mir auch sehr geholfen hat, war, ich habe ja dann angefangen, Rituale zu machen, habe dann auch versucht, es zu fühlen, ja. Das Mhm. ist mir gar nicht so leicht gefallen, ja. Ich habe immer gedacht, ich bin sehr fühlend, aber dann zwischendrin habe ich so gedacht, oh, ich kann ja gar nichts fühlen, ja. Und das ist ja auch ein bisschen tagesformabhängig, ja. Was war denn gerade? Und ich habe Ja, festgestellt, dass der Stress einfach sehr das kaputt macht, ja, sich reinzufühlen in einen magischen Spruch, ja, oder in eine Affirmation. auf jeden Und da Fall. irgendwann war ich dann auch so verzweifelt und habe so gedacht, ich kann die Worte nicht fühlen. Ja. Und dann kam mein Drache und hat sich hinter mich gestellt und hat gesagt, geh mal ein paar Schritte rückwärts. Und dann bin ich ein paar Schritte rückwärts, dann stand ich mitten in seinem Herz. Aber hallo, dann sind diese Worte aus mir rausgekommen und dann sind mir so die Tränen gelaufen, weil ich sie so stark gefühlt habe plötzlich, ja, und so, das ist die Arbeit mit dem Drachen, die ich meine, ja, Ja. diese Energie nutzen, dieses Herz nutzen, diese Weisheit nutzen, ja, sich auch leiten lassen, das ist für die Seelen, die ursprünglich mit dem Drachen verbunden waren, ja, das ist ein absolutes Heimkommen. Ja, denn ich kenne ja auch ganz viele in der spirituellen Welt, die immer hier nicht so ankommen. Ja, ich Mhm. gehöre hier nicht hin, bis hin sogar zu Selbstmordgedanken tatsächlich, ja. Ja, die kommen hier nicht an, aber das hat nichts mit dem Hier zu tun, mit der Erde, sondern es geht darum, dass das Gefühl von Heimat im tiefsten Innern nicht gefühlt werden kann. Und das geht nicht, wenn man zerrissen ist. Ja, und wenn da der Drache zurückkommt und wenn ich dann diese Reisen mache ins Universum und wir gleiten hinaus und du siehst dann, du fliegst jetzt gerade am Saturn vorbei, ja, und das ist ganz realistisch und fühlbar, ja, und dann sage ich, und jetzt spüre in dein Herz, spüre, was Heimat bedeutet. Und da kommen die alle an, hier und jetzt, weil das ist nicht unsere Heimat, die Erde. Wir sind jetzt zufällig hier, ja. Aber es ist ja nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist das Universum. Ja. Ja. Genauso wie ich immer sage, wir sind keine Deutschen und Spanier und Afrikaner, wir sind Weltenbürger. Ja. Mhm. Wir sind hier, wir sind alle hier auf einer Welt. Ja. Es ist einfach unglaublich, dass es Grenzen gibt für mich. Ja. Es ist für mich total unglaublich. Wir sind ja auch alle künstlich. Ja.
Wir sind fast alle künstlich gezogen. Ja. Alles sehr politisch, alles sehr, sehr männlich, wenn wir in diesen Kategorien bleiben, männlich und weiblich. Also mir ist gerade einiges aufgefallen, als du angefangen hast, von männlich und weiblich zu reden. Das geht so tief. Allein die Wahrnehmung, die wir haben von Strukturen, ist zwar etwas Männliches, aber in dem Rahmen, in dem das eben erforderlich ist. Wenn diese Strukturen Überhand nehmen, dann werden sie in einem negativen Zusammenhang männlich, zu stark ausgeprägt, brauchen also dieses weibliche, den weiblichen Ausgleich, zum Beispiel das Gefühl, dass man über diese Struktur hinauswachsen kann. Genau. Ja. Und sich dann dieser Weise, also es ist, ich stelle gerade fest, was du hier erklärst und zeigst, baut eine ganze Welt auf, eine eigene große Welt, die gefüllt ist mit Zusammenhängen, die sich durch das Kräftespiel von männlich und weiblich als Energie gesehen jetzt strukturiert und formiert. Ja, Ja. finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Ja, und das ist ja auch in uns. Ja, 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 wir genau das. schaffen das ja. Ja, es ist auch Ja, in uns und auch in jedem Einzelnen von uns ist fast immer eine Disharmonie zwischen ja, männlich und weiblich, ja, und ist nicht in Balance. Und das ist es wert, da hinzugucken und dran zu arbeiten. Und ja, ich sage immer, es gibt nur einen spirituellen Weg und das ist der Weg der Selbsterkenntnis und ja, das nach innen schauen. Ja. Wie der Weg im Außen aussieht, ist letztendlich wurscht, der muss nur funktionieren. Ja, ob ihr jetzt, ja, ob man mit mir geht über die Drachen, ja, ob man in ein Osho-Zentrum nach Indien geht, ein Jahr lang oder irgendwo jeden Tag Yoga macht, das ist völlig egal. Es muss funktionieren, dass der Mensch es erreicht, sein Inneres wahrzunehmen, ja, ja, und Disbalancen ja, wieder in Harmonie bringt. Und das geht. Aber es geht halt nur, wenn wir es erkennen. richtig, ja. Ja, Das ist immer die Frage des Erkennens. ja. Alles andere ist nicht so wichtig. Bin ich da völlig bei dir? Es geht darum, in sich selbst hineinzuschauen, sich selbst innerlich weiterzuentwickeln und alles andere ist ein Ausdruck von einem selbst. Genau. Und wenn man die innere Reife sozusagen entwickelt, dann wird sich das Äußere dem fügen letzten Endes und sich entsprechend strukturieren. Wir leben in energetischen Zusammenhängen. Diese Welt, die uns so fest erscheint, wenn wir jetzt einen Türgriff halten beispielsweise, ist eben nicht fest, sondern sie ist Nein. in unserem Bewusstsein nur so fest. Ja. Und wenn uns das klar wird, dass auch das alles Energie ist, egal was wir jetzt nehmen um uns herum, dann wird einem auch klar, wenn man innerlich sich verändert und transformiert, dass das natürlich über das Resonanzgesetz seine Auswirkungen hat auf alles um einen herum, auf Freundschaften, auf Beziehungen, auf Wunscherfüllung. Wir hatten Mhm. vorhin davon gesprochen, es kann alles plötzlich geschehen oder auch langsam, je nachdem. Es ist nur so sehr, sehr schwer, die Strukturen, in die wir hinein erzogen wurden und hineingewachsen sind in dieser Welt, wieder entsprechend weich zu machen, formbar zu machen, als Energie wahrzunehmen, ohne die Angst zu haben, sich darin zu verlieren und aufzulösen. Mhm. Ja, also das, was ja aus der Kindheit, was da viele geprägt hat, wo jetzt vielleicht auf einen, sage ich jetzt mal, negativen, wobei das gibt es ja nicht wirklich, sondern auf einen etwas vielleicht steinigeren Weg führt. Ja. Ähm, das ist auch ganz wichtig, das zu erkennen. Ja, das habe ich auch ganz lange nicht begriffen, wie intensiv diese Bindungen sind, ja, und wie intensiv sie unser Leben beeinflussen. Ja. Also ich musste mich wirklich energetisch von meinen Eltern trennen. Das heißt nicht, dass ich meine Eltern nicht liebe und die nicht wirklich tolle Eltern waren, aber ab einem gewissen Punkt meines Lebens, ja, wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich heute bin, wenn ich nicht diese Trennung energetisch vollzogen hätte. Weil die haben immer wieder ihre Energie mir übergestülpt. Ja, Ja, immer wieder. Ja, also kaum saß ich da und habe mit meinen Eltern Kaffee getrunken, da wurden wieder so ein paar Sätze gesagt, ja, und dann hatte ich plötzlich die Erkenntnis über die Macht der Worte, ja, und wenn dann schon immer das Wort wir genutzt wurde, ne, so wenn meine Eltern so wir
Das ist das Und dann in Einnehmen. einem negativen Ja. Bereich. Oh. Ja, aber du hast es wahrgenommen. Ja, Ne? Gott sei Das, Dank, das ja. ist, Aber das das hat ist schon lange das, gedauert, ja. das ist aber das Ausschlaggebende, Ja, weil viele, viele Menschen, wahrscheinlich die meisten, nehmen nicht wahr, wie sehr sie zum Bestandteil der Welt anderer gemacht werden. ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir hier diese Veranstaltung haben, dieses Channeling-Portal, die Kongresse, die Meditationen, Gespräche wie dieses hier, um einfach immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir uns selbst betrachten sollten, dass wir uns nicht narzisstisch, sondern erkennen sollen, dass wir aus Energie bestehen und Mhm. welche Konsequenzen das letzten Endes hat für das gesamte Miteinander in einer Welt, die wir, ob wir es wollen oder nicht, immer zusammen schaffen werden. Mhm. Genau, ja. Also Äh, von daher großes Kompliment und viel, viel Glück und Freude darüber natürlich, dass du das erkannt hast, auch wenn du vorher erstmal nicht gesehen hast, dass das welche Zusammenhänge das hatte. Das hat natürlich eine unglaubliche Tiefe. Aber ja, überhaupt erstmal zu erkennen, das bin nicht ich, sondern ich gehöre einem anderen Zusammenhang an. ja, Das ist schon sehr viel. ja. Und auch dass dann dieses Lösen davon, von diesen über Jahre hinweg Das hört ausgesprochenen nie auf. Worte, ja, Ja, die docken ja richtig am System an, ja, die sind ja wie Kleister. Ja, und da anfangen, das dann zu lösen und hinzuschauen, ja, und immer wieder gucken, ist es jetzt immer noch da? Oh, es ist immer noch da. Es hat ich glaube, ein Dreivierteljahr hat das gedauert, bis ich das wirklich dann los hatte. Und dann hat sich so viel verändert. Ja, es hat sich tatsächlich ganz, ganz viel verändert. Und also wirklich all das, diese ganzen Steps, die ich gegangen bin, ja, das hätte ich ohne meinen Drachen gar nicht gemacht, weil der mich immer wieder so hingestupst hat. Ja. Da gab es immer wieder mal so von der Seite so einen Stupser zwischendrin. Richtig so gefühlt stupst er mich dann in Momente, wo ich ganz aufmerksam sein soll. Ja, wo ich dann so wirklich, was wird hier gerade gesprochen? Was läuft hier gerade für eine Energie durch den Raum? Er hatte mich immer wieder aufmerksam gemacht auf ganz bestimmte Situationen, wo ich dann wirklich so, Achtung, jetzt hier läuft gerade was ich wirklich in der Tiefe verstehen soll. Ja. Und das war mir auch eine große Hilfe. Also er ist mein bester Lehrer. ist das noch immer der ein und derselbe Drache, der Kleine, der sich um dein Handgelenk gewickelt Nein, hat? nein. Also er ist nicht mit dir mitgewachsen, sondern er wurde ausgetauscht. Das ist ein anderer. Genau, das ist ein anderer. Der kleine Drache, der war dann irgendwann mal, er hatte sich auch abgelöst, der war dann auch groß, aber das war ein Drache für mich wie haben die Engel gesagt, zum erstmal ein bisschen eingewöhnen, weil mein Drache, wenn ich den direkt am Anfang so gesehen habe, so wie er tatsächlich ist, hätte ich mich wahrscheinlich in eine Nervenheilanstalt einweisen lassen. Das Ja, hätte ich nicht nehmen können. ja, ja, Also ja. das wäre nicht gut gegangen. Ja, das haben die schon sehr schlau gemacht. Mhm. Ja, Ja, man bekommt immer so viel präsentiert, wie man auch verarbeiten kann. ja, und der war so niedlich, ne? Und so goldig und so. Und ich meine, mein schwarzer Drache, der ist alles andere als niedlich und goldig. Der ist sehr erhaben und weise, ja, aber niedlich ist was anderes. Mhm. Und ja, wir beurteilen, also damals hätte ich noch sehr über die Optik beurteilt, ja, was ich ja Gott sei Dank jetzt auch verstanden habe, ja, dass das auch ziemlich dämlich ist. Ja, Ähm, es ist ein Entwicklungsprozess. Ja. ja, Ja. ja, Es kann verheerend sein. Wir erleben das zum Beispiel bei Rassismus immer wieder. genau. Ähm, aber es ist ein Entwicklungsprozess und ein Erziehungsprozess vor allen Dingen auch. Ne? Also wenn man einfach eingebläut bekommt, dass etwas so ist und man sieht nicht, wie du in deiner Kindheit und Jugend, dass du eine andere Auffassung von den Dingen hast, dann tradiert sich das. Ne? Hm, Und das genau. wollen wir alle nicht. Ja, Nein. Sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass wir alle Mensch sind. genau. Und dass Ja, es da auch menscheln darf, ja, und dass jeder so ja, sein darf, wie er will. Und dass diese Bewertungen endlich aufhören. Das würde ich mir so sehr wünschen, ja. ja. Ja, Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. ja, ich auch. Grad, weil wir gerade durch eine Zeit gehen, in der all diese Fragestellungen auftauchen, in der also wirklich alles in Frage gestellt wird.
und jeder Position dazu beziehen muss, ob er will oder nicht. Und wer sich da rauszieht, naja, das ist dann der Staub der Geschichte. Die Generationen ziehen an denjenigen vorbei. Ja. Ja. Also hin zu einer besseren Welt. Wir sind auf dem Wege, da bin ich überzeugt von. Ja. Ja, und die kann auch nur in uns entstehen, ja. Richtig. Ja, die Ja. dürfen wir auch aus dem Inneren heraus erschaffen. Und ja, da ist halt auch so meine ganze Entwicklung ja mit meinen geistigen Lehrern und dem Drachen, die haben genau diesen Prozess in mir eingeleitet, ja. Und da kam es dann halt auch zu dieser Veränderung der Chakren. Ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Ja, genau. dass es dann erst kam dieses ganz viel Lernen über geistige Dinge, ja, Engel verstehen, wo kommen die her, ja, wie kommunizieren geistige Wesen mit uns. Dann habe ich ganz viel energetisch übertragen bekommen von der Akasha-Chronik. Das habe ich damals überhaupt nicht in der Tiefe verstanden, was da passiert. Aber das kam, es ging dann auf wie so eine Pflanze, so nach und nach hat sich das dann tröpfchenweise dann doch gezeigt. Ja. Da waren plötzlich Wissen da, das habe ich nie gelesen, das kann ich gar nicht wissen. Ja. Mhm. Ja, und dann halt diese Avalon. Avalon macht etwas mit den Menschen, was ganz Einfaches. Und das ist sehr, ich glaube, das haben ganz viele noch gar nicht verstanden, was Avalon macht. Es erdet. Avalon ist erdig. Es ist erdverbunden. Die Priesterinnen waren Heilerinnen, die haben mit Kräutern und Steinen geheilt, die waren erdverbunden. Und Avalon wird ganz oft, oder wenn man so Bilder sieht, ja, so Damen dargestellt im durchsichtigen Organza und Goldschmuck, das war nicht Avalon. Ja, das waren erdverbundene Frauen, das waren die Vorgängerinnen der späteren Hexen. Das waren Frauen, die sind barfuß durch den Wald und haben Pilze gesammelt, ja, und die haben schmutzige Füße gehabt und fanden es toll. Ja, die hatten keine goldenen Schläppchen an und Diamantringe und Diademe. Ja, das ist, finde ich, ein schönes romantisches Bild, aber das Genau. ist nicht die Wahrheit, die ich wahrgenommen habe, ja, von Avalon. Und dieses Avalon, was ich wahrgenommen habe oder was ich schon tausendfach besucht habe, das ist so schön dadurch, dass es so erdend ist. Ja. Es ist so tief, tief erdverbunden. Und es ist eine heilende, für mich heilende Energie, dort zu sein. Ja. Mhm. Das Element Erde, das steht ja dafür, ne, für Heilung und Heilungsprozesse. Und das ist für mich Avalon. Ja. Und ich bin dort Stück weit auch geheilt worden auf unterschiedlichen Ebenen. Ja. Verletzungen aus dem Jetzt, Verletzungen aus der Vergangenheit, also aus einer langen Vergangenheit. Ähm, Ich habe da auch gelernt, dass wir sogar Verletzungen aus der Zukunft spüren können. Mhm. Ja, Ja. als es keine Zeit gibt. Ja, und so haben wir auch viel mit der Zukunft gearbeitet. Ja. Und das war eine ganz, ganz wichtige Zeit. Ja, Ja. Für mich sehr einsichtig, weil einfach auf dem Wege der Resonanz. Ne, wir existieren in unzählig vielen Quantenuniversen gleichzeitig und wenn ein paar Blasen weiter sozusagen eine Inkarnation von uns verletzt wird, spüren wir das noch bis zu uns hin. genau. Ja, Ja. das ist für mich sehr bildlich Ja. klar. Ja, Wir sind einfach verbunden mit allen Inkarnationen, ja, mit allen Realitäten, die wir jetzt erleben. Wir können uns da nicht rausnehmen aus diesem Feld. Deswegen ja, ist ja diese Bewusstseinsarbeit auch so wichtig, weil alles, wo wir uns jetzt verletzen, wir uns selbst, ja, das nehmen die auch wahr und leiden darunter. Und ich finde, wenn man sich das mal so ein bisschen versinnbildlicht, ja, dann hört man vielleicht auf, sich selbst zu verletzen. ja. Ja, das wäre mal ein cooler Grund, ne? Das wäre ein cooler Grund. Das wäre auch die eigene Heilung. Also es ist ein Genau, bisschen wie, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ne? Also einerseits aufhören, sich zu verletzen, damit Heilung um einen herum entstehen kann. Und gleichzeitig äh, braucht es das Heilsein von einem selbst, damit um einen herum Heilung geschehen kann. ja, Also es ist ein Miteinander. Es ist wirklich ein immer hin und her und sich austarieren, ständige Dynamik. ja, Äh,
Und ja, in der Welt leben wir. Aus der Welt werden wir auch nie aussteigen können, weil sonst wären wir in einem Universum, das vielleicht intelligent ist, aber eben keine Struktur hat. Ja. Ja. Ach, ich glaube schon, dass wir so die Möglichkeit haben, also wenn wir jetzt die Erde verlassen, wieder ganz Energie sind, dass wir da schon auch, wenn wir wollen, uns für eine ganz langweilige Inkarnation entscheiden können. Ja, das wäre dann Ja, nicht die Erde, hier ist nicht langweilig. Es ja, gibt ja. aber Nee, Welten, die sind super langweilig. Ja, komm. da haben wir ja Struktur. Also die Seele soll ja ein Gewicht haben von, ich glaube, 21 Gramm oder sowas Ähnliches war das. Haben die Wir hatten das Russen, gewogen. gemessen, ja, von vor langer Ja, die Zeit. können das. Die können sowas, ja. Die haben da auch lange Traditionen. Ja. Und von daher, und wir wissen ja, Seelen haben Strukturen. Also es Ja. ist alles, es sind sehr, sehr spannende Zusammenhänge, aber es zeigt einmal mehr, dass wir in einem ständigen Austausch sind und sogar unsere eigene Seele ständig austauscht in verschiedensten Zeiten, verschiedensten Universen, Mhm. immer neue Gestalt annimmt, gleichzeitig letzten Endes. Ja. So, es ist, wenn man sich das alles mal zusammendenkt, wirklich unfassbar, was hier an Schöpfung existiert und wie sich die strukturiert, sobald man mal hineinschaut. Ja. Und von Ja. daher auch unzählige Möglichkeiten der Heilung gegeben sind. Ja. Ja, Ja, absolut. sehr, Also sehr wir spannend. haben hier alles, was wir brauchen. Ja, Ja. genau. Um erleuchtete Wesen zu sein oder im Körper erleuchtet leben zu können. Also ich glaube, es ist alles da. Ja. Ja, Ja. absolut. Und diese Drachen haben ja auch so diesen Aspekt von Luft. Ne? Du hast gerade gesagt, Avalon ist so diese erdet letzten Endes. Mhm. Der Drache ist ja eigentlich ein Luftwesen. Da haben wir ja wirklich auch wieder diese energetische Aufspannung zwischen Himmel und Erde, die dann auch ein völlig geschlossenes System wieder von Kosmos erschafft, in dem sich Strukturen bilden. Ja, wobei die Drachen mir gesagt haben, sie sind die Wesen, die alle 4 Elemente in sich vereinigen. Aha. Ja, also deswegen zeigen sie sich auch so unterschiedlich. Ja. Es gibt also Drachen, die sind sehr der Luft zugetan, ja, die sehen auch sehr luftig aus. Ja. Es gibt wirklich Drachen, die sehen aus wie Wolken. Aber es gibt halt auch wirklich, die sind sehr feurig, sehr heiß und sehen auch aus wie aus Lava erschaffen. Dann gibt es Aha. wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche. Und in ihrem Inneren, durch das, dass sie halt dieses große Herz haben, und steht für mich ja für das 5. Element. Das heißt, wenn alle 4 Elemente verschmelzen, dann kommen wir zu dieser großen göttlichen Liebe. Und Mhm. das ist etwas, was im Drachen zu finden wäre, wenn man sich auf die Suche macht. Und letztendlich sind diese Seelen ja der Drache selbst. Ja, das ist, wenn die Verschmelzung wieder da ist, ist es ja wieder wie am Anfang wie ein Wesen. Mhm. Ja. Und das ist auch der Grundstock für wirklich erfolgreiche Magie. Wenn man mit den Elementen sich vereinigt, wenn man die Elemente sich einfach damit ein bisschen beschäftigt, ja, und sie mit in die Rituale mit einbindet. Mhm. Und das macht auch Spaß. Also es macht wirklich Spaß, sich mal irgendwo auf eine Wiese zu stellen oder auf einen Hügel und dann mal sich ausrichten. Ja, man kann es ja auf dem Handy sich so einen Kompass runterladen, wenn man keinen kaufen will. Dann mal Richtung Norden und dann mal das Herz aufmachen und mal den Norden einladen. Element Erde. Und das mal fühlen, was kommt denn da? Ja, was hat mir denn der Norden und das Element Erde? Was haben die mir denn zu geben für mein Ritual? Ja, und das macht total viel Spaß. Ja. Also für mich sind Rituale sowieso was. Ich mache es nicht so oft, weil ich tatsächlich nicht weiß, was ich mir wünschen soll. Ja. Weil jedes Ritual natürlich auch etwas hinterlässt, ja, und Kraft braucht. Also es ist hier funktionieren die Gesetze von Geben und Nehmen. Mhm. Und ich sage auch immer, seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Es könnte wahr werden. Ja. Und weil viele Menschen gar nicht wissen, was sie wollen. Und ich bin in der Position, wo ich tatsächlich auch nicht so weiß, was ich mir jetzt so wünschen sollte. Also
Ich will auch keinen Einfluss nehmen auf die Gesamtentwicklung. Das sehe ich Ja. nicht, dass mir das zusteht. Bin ich ein Meister, bin ich ein Engel? Nö, ich bin hier einfach nur ein Mensch und ich habe nicht die Fähigkeit, das große Ganze zu überblicken. Also steht es mir auch nicht zu, jetzt hier weltverändernde Rituale zu machen. Ich mache mit meinen Drachen und meinen Fangemeinde von Drachenreitern, die ja jetzt doch sehr groß geworden ist, regelmäßig so Friedensflüge, also Friedensmeditationen, Mhm. wo wir an bestimmte Plätze so Frieden einfließen lassen, aber auch immer zum Wohle aller, und zwar in allen Welten und allen Zeiten und allen Dimensionen. Und das Ja, finde ich auch ganz wichtig hier. Ja, also ich glaube, ich muss gleich niesen. macht nichts. No, no, no. Kleine Nasenkommunikation. Ja, ja, aber ich habe eine Zeit lang habe ich das natürlich, musste ich das lernen, ja, und das auch verstehen. Und das fand ich oft sehr, sehr, sehr großartig, ja, sich da mit den Elementen auch zu beschäftigen. Da ist eine Riesenenergie. Also das sind wie Pforten. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie Energiepforten. Und wenn man Mhm. die dann anruft, gehen die ja auf, ja. Und dann kommt das und, Wow. und dann kann man Muss, das einfließen lassen ins Ritual. Ne? muss man sich da an bestimmte Stellen begeben oder kann man das auch visualisieren? Kann man visualisieren, kann man Ja. überall machen. Also ich sage ja auch immer, wer sich mit diesen Themen beschäftigt, der hat ja zu Hause auch einen kleinen Altar. Und Mhm. dann sollte auch viel da gearbeitet werden, weil dann wird dieser Bereich des Altars, so meiner steht da, der wird dann auch so ein bisschen dauerhaft angebunden, Mhm. ja, an die geistige Welt. Also Merlin spricht dann immer von einem Nemeton, einem heiligen Ort. Mhm. Ja, und ein heiliger Ort, das kann hier mein Altar sein und die 3 Quadratmeter drumherum oder Stonehenge. Ja, Stonehenge ist zum Beispiel auch ein Nemeton, ein heiliger Ort. Da spielt die Größe keine Rolle, sondern die geistige Ähm, Welt, wenn ich hier immer wieder Rituale mache, ja, die geistige Welt, die nimmt das wahr und da wird von sich aus eine große Kraftquelle entstehen. Ja, mhm. und dann mache ich das hier und drehe ich mich in die Himmelsrichtung und gucke durch die Wand durch. Das spielt Arbeitest du keine dabei Rolle auch mit mehr. den Arbeitest du dabei auch mit den Chakren, wenn du solche Rituale machst? Weil du hattest das vorhin schon angesprochen, die haben jetzt ja eine neue Qualität in deiner Wahrnehmung. Hat sich da etwas geändert bei den Chakren und wie arbeitet ihr mit den Chakren? Also ihr jetzt als Gruppe, wenn du mit Menschen zusammen Ja, etwas machst? bei mir haben sich die Chakren schon ganz früh umgestellt. Das war wirklich, wie mein Drache zu mir kam, der große Schwarze. Da ging das schon los. Ich habe das nur subtil wahrgenommen. Mhm. Ja, ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass mein zweites Chakra gelb ist. Und habe ich dann auch eine Ausbildung gemacht, wo es um die Chakren ging damals. Und dann hat die Ausbilderin, immer wenn wir dann da hingeguckt haben, mein zweites Chakra war gelb und hat sie gesagt, es ist falsch, das muss orange sein, arbeite da dran. Ich habe mir echt die Mühe gemacht, das umzustellen, ging nicht. Ja. Das war gelb und es wollte unbedingt gelb bleiben. Ja. Und dann habe ich dann später immer, wenn sie gefragt hat, und ist jetzt ein zweites Chakra wieder orange, habe ich immer gelogen, habe gesagt, ja, weil ich mir das so peinlich war. Habe ich gedacht, bei mir ist ja eine Schraube im zweiten Chakra locker. Und dann später zu Ende hin der Ausbildung war dann mein Wurzelchakra violett. Und da habe ich so gedacht, oh mein Gott, jetzt, aber das sage ich jetzt keinem mehr. Aha. Und ja, dann hat sich das über einen langen Zeitraum von mehreren Jahren, haben sich meine Chakren umgestellt. Und dann habe ich auch angefangen, das mit Merlin und mit Artanis, ist eine Hohepriesterin aus der geistigen Welt, die mich auch seit Neuestem unterrichtet. Da habe ich das dann besprochen und die haben mir das erklärt, dass es an der Zeit ist, dass wir aus dem Alten rausgehen. Und dann haben sie mir gesagt,
in den Ursprüngen, wo der allererste Mensch irgendwann mal das wahrgenommen hat mit den Chakren, da wurden keine Farben zugeordnet. Mhm. Ja, irgendwann gab es dann Mhm. amerikanische spirituelle Reisende im Osten, also in Asien, die haben das dann mitgebracht von da nach Amerika und haben dann Farben gechannelt und zugeordnet. Ja, also das wollte ich jetzt vorab nochmal sagen, ja. Mhm. Ja, also dann haben sich bei mir die Chakren umgestellt auf andere Farben und Merlin hat mir halt erklärt, dass wir jetzt in so einer Wende sind, ja, wo wir wirklich aus der alten Welt in die neue rübergehen und wir müssen ähm, alles Alte da lassen in der alten Welt und in der neuen Welt sollte alles erstmal neu sein, ja, und dieses Umstellen der Chakren ist nur ein Schritt dahin, das Alte loszulassen und nicht um etwas, was ich sage oder Merlin sagt, zu übernehmen. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass letztendlich dann wieder die Möglichkeit besteht, dass der eigene innere Klang sich zeigen kann. Und es soll nämlich in jedem Chakra eine Farbe sein. Und zwar die Farbe, der innerste Ton der Seele. So hat es mir Merlin gesagt. Das ist der innerste Ton der eigenen Seele. Der wird einfließen in die Chakren, in die 7 Hauptchakren. Und dann können diese 7 Hauptchakren sich ausdehnen, so weit, dass sie verschmelzen zu einem Chakra. Ja. Mhm. Aber solange wir diese alten Farben, die irgendwann mal gechannelt wurden, da drin lassen, ja, schaffen wir das nicht. Mhm. Weil da hat sich etwas dran gehängt, was der Angst dient. Ich will es mal so ausdrücken. Mhm. Ja. Also Wenn da so eine Grundfrequenz in allen Chakren drin ist, das kann ich mir gut vorstellen. Das würde aber doch dann bedeuten, dass die Chakren trotzdem noch jeweils für sich diese Farbe behalten, nur eben vielleicht durchsetzt mit einer, wie auch immer, eher violetten Schwingung. Ähm, Ist das also, muss man sich das so vorstellen, dass die Chakren nicht regelmäßig, nicht gleichmäßig sich verändern, sondern eher sprunghaft. Das ist zum Beispiel wie bei dir im Sakralchakra und im Wurzelchakra dann erstmal zu Farbveränderungen gekommen sind, die aber nicht stufig zu betrachten sind. Denn nach dem Gelben hätte ja dann das Orange kommen müssen, aber das Wurzelchakra war eben nicht orange, sondern violett. Also genau. kann man da keine Gesetzmäßigkeiten erstmal erkennen, sondern es sind einfach Veränderungen gerade im Gange. Genau, ja. Mhm. Also biete das ja auch als Ausbildung an. Ich habe eine Zeit lang das als Workshop angeboten, Chakra umstellen. Ja. Ich biete das jetzt als Ausbildung an, damit man das weitergeben kann, dann auch an andere, an die eigenen Gruppen und Yoga-Gruppen und was alles gibt. Ja. Mhm. Und da habe ich es natürlich dann so geordnet, dass man unten anfängt, mit Chakra Nummer 1 das erstmal bearbeitet und zum zweiten und so, ne? Und aber immer wieder auch guckt, ja. Auch wenn man dann aktuell am Herzchakra arbeitet, ist es gut, auch nochmal nach den anderen zu gucken, hat es denn funktioniert, ja, hat es sich denn ja richtig verankert. Ja. Und die Arbeit ist mega intensiv, mega Ja, ja. intensiv. Ich arbeite dann auch noch mit von Merlin, der hat mir dann auch noch Affirmationen gegeben, die werden dann noch da mit eingespeist, ja. Und irgendwann, ich mache das ja echt schon lange, ja, als dieser Wechsel war von 2012, ja, und dann 2013, da habe ich gedacht, okay, ich muss Merlin fragen, ob jetzt durch diese Veränderung sich jetzt da nochmal was verändert hat. Ich wollte es überprüfen, ja, und dann habe ich Merlin gefragt, das war so ein schönes Gespräch. Er hat gesagt, sag mal, mit den Chakren, wenn ich das weiterhin jetzt mit den Teilnehmern mache, ja, mit den Farben, ist das immer noch okay? Dann hat er zu mir gesagt, es ist mir egal, Sie können gerne all Ihre Chakren in Schottenkaro einfärben. Hauptsache, Sie machen etwas Neues da rein. Ja. Ja, Ja. ja, Letztendlich ist es nicht so wichtig, ja. Aber das, was er sich ausgedacht hat mit Artanis zusammen, um es uns an die Hand zu geben, ist halt leicht. Und ja, es ist so aufgebaut, dass der Intellekt es versteht. Ja, wir müssen das Gehirn mitnehmen. Wir können nicht einfach irgendwas machen ja, und ja, so Blümchen, glaub mir halt mal, ja, das funktioniert nicht mehr, sondern es muss wirklich
erklärbar sein. Ja, warum blau jetzt im Wurzelchakra, warum gelb im zweiten Chakra und warum rot im dritten Chakra, ne, zum Genau. Beispiel. Ja. Das sind die 3 neuen Farben. Warum? Aha. Ja, und das muss einfach erklärbar sein. Und wenn man am Anfang hier jetzt zugehört hat, erkennt man diese 3 Farben Genau. wieder. Ne? Ja, richtig. Das Genau. waren die verschiedenen Das sind Seelentöne, ne? genau, das sind die ersten 3 Klänge, die beim Schöpfer bei der Erschaffung des Universums entstanden sind. Ja, und wenn man sich ein bisschen mit der Farblehre auskennt, dann spricht man ja von den Primärfarben. Ja. Es Mhm. gibt nur diese 3 Farben. Und in diesen 3 Farben ist die höchste Schöpferkraft drin. Mhm. Und das sind genau die Farben, die wir genau in diesen 3 Chakren brauchen. Die unteren 3 Chakren, die ja am allermeisten ja Einfluss nehmen auf diese duale Welt im Hier und Jetzt, ja, wo es um Geld geht, um Essen und Trinken und habe ich es warm und habe ich ein Dach über dem Kopf, ja, habe ich eine glückliche Partnerschaft, ja, also all diese Themen, die brauchen die Kraft direkt aus der göttlichen Quelle und nichts, was im Sekundärfarbbereich und dann halt auch Klangbereich liegt, sondern Mhm. genau diese 3 Farben. Diese primäre neue Kraft aus der göttlichen Quelle, die in alle Chakren einfließt, sorgt die dafür, dass diese Farben der unteren 3 Chakren sich verändern oder sind das völlig getrennte Sachen voneinander? Wir reden hier von Farben, vielleicht sollte man für die Zuschauer noch mal kurz deutlich machen, das sind Frequenzen. Ja. Was wir als Farben wahrnehmen, sind Frequenzen. Wir reden also jetzt hier davon, dass die Chakren äh, in eine andere Schwingung bekommen. Ja. Gibt es da eine Ordnung? Welche Schwingungen sind mit diesen 3 Farben verbunden, die jetzt plötzlich so dominant im unteren Bereich ja, sich niederschlagen oder Platz schaffen? Wie meinst du das mit Ordnung? Es hat, diese 3 Farben haben ja 3 verschiedene Schwingungen. Mhm. Und treten die an die Ach so. Stelle von bereits vorhandenen Schwingungen? Mhm. Oder sind das einfach andere Zusammenhänge? Mhm. Ich glaube, ich erkläre es mal am Beispiel des Wurzelchakras. Ja. Ja. Das Wurzelchakra, da haben wir in der alten Lehre ist da ja jetzt Rot drin. Ja, Mhm. Rot ist eine männliche Farbe, Mhm. eine expansive Farbe, also ist etwas Ausdehnendes. Und Rot ist impulsiv. Ja, denkt man gleich an Feuer und Vulkan. Ja, Rot ist so, ja. Rot kann was, ja, Rot macht was, Rot ist Pum. Ja. Und in den Themen, die im Wurzelchakra drinstecken, das heißt Überlebensthemen, ja, habe ich genug Geld, ja, ist mein Job sicher und, ja, habe ich es warm in meiner Bude, ja, habe ich ein schönes Zuhause. Diese Themen können in dieser Welt, wo wir jetzt sind, diese Energie nicht gebrauchen, weil die schafft Unsicherheit. Verstehst du? Dieses Ja. Ja. brauchen dort. Und wenn das Blau einfließt, Blau ist der Ton des Friedens und des Vertrauens. Und das Wurzelchakra ist das Fundament letztendlich von allem, was wir hier tun. Ja. Wenn dieses Fundament funktioniert, das heißt, wenn wir in uns Frieden haben und ein tiefes Vertrauen zu allem, was ist, leben können, wenn dieses Fundament stimmt, dann stimmt das ganze Leben. Mehr brauchen wir letztendlich nicht. Ja? Und dieses Blau, diese Frequenz von Blau, bringt das genau dahin. Mhm. Und was noch dazu kommt, was irgendwann mal entstanden ist durch Worte, weil Worte sehr mächtig sind und ganz viele Menschen ja oft etwas unüberlegt sagen, konnte sich im Wurzelchakra an diese Frequenz, an diesem Ort, also nicht grundsätzlich an die Frequenz, sondern an diesem Ort, sich die Angst anheften. Mhm. Ja? Durch diese Unruhe da drin. Ja. Und das ist genau das, wo die meisten Menschen sind. Mhm. Ja, Genau. mir kommt Rot im Wurzelchakra jetzt auch ziemlich überholt vor, ehrlich gesagt, wenn ich mir Ja. das jetzt so überlege. Ich habe ja auch viel mit Chakren gearbeitet früher, als ich als als Geistheiler gearbeitet habe. Mhm. Und von daher weiß ich, was dieses Wurzelchakra, wofür das steht Mhm. und wofür Rot steht. Und es Okay, stimmt, gut. das gehört ja eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit.
Das Nee. ist eigentlich ein überholtes Konzept. Sakralchakra wäre gelb, steht zum Beispiel für Freude. Ja, und Leichtigkeit und eine gelebte Ja, Kreativität. Ja. ja. Und Ja. dann der Solarplexus, also das dritte Chakra, Da haben wir dann ähm, das Rot und da können wir es da hat gebrauchen. man rot. Ja. Da können wir diese Energie gebrauchen. Ja. Ja, Und für mich ist ja auch dieses dritte Chakra ist auch für mich so der Bereich, wo wir mutig unseren Weg gehen, unseren, ja, mit ja, Mut, ja, ja. mit außen gerichtet. Hier bin ich. Ja, das ist so. Und da brauchen wir genau dieses Feuer, ja, um uns Mhm. zu zeigen, so wie wir sind. Ohne, da fallen die Masken, ja. Oh, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Können wir vielleicht zu diesem Themenbereich, gibt es da so eine kleine Meditation oder Übung, dass man vielleicht hineinschauen kann in der Meditation, in seine Chakren und vielleicht antriggern kann, dass die neuen Frequenzen da sich andocken können? Also was wir machen können, ist eine Übung, um das Wurzelchakra von Rot auf Blau umzustellen. Und wir sind Schöpfer. Wir entscheiden das. Es Okay. entscheidet niemand anderes für uns. Also wer Ja, jetzt hier zugehört hat und es cool findet, der kann ja, jetzt hier einfach mitmachen. Und das ist ja, eine Entscheidung. Ja, ich entscheide, welche Farbe mein Wurzelchakra hat, ja, und nicht das morphische Feld. ja, Ja, super. das ist Ja, auch ganz wichtig. also das haben wir jetzt gar nicht verabredet und gar nicht abgesprochen. Wäre das okay, wenn wir diese Übung machen und dann vielleicht, ich nehme an, dass das eine Meditation dann ist, gar nicht mehr in dieses Gespräch weiter eintreten, sondern uns jetzt schon verabschieden, damit jeder für sich das dann noch weiterführen kann, ohne gestört zu werden dabei? Mhm. Ja, Ja? ja, machen wir. Dann, das ist ganz super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Arana. Dann möchte ich mich jetzt schon mal ja, bedanken für die Geduld der Zuschauer, die bisher sich das angehört haben. Und jetzt kommt der Lohn, nämlich diese Meditation. Das ist ganz, ganz wundervoll. Ich fand das so spannend, was wir heute hier alles erfahren haben von Arana über diese Drachenenergien, über Avalon, ja, eben über alles. Ihr habt es ja selber mitbekommen. Ähm, Ich bin sicher, dass es auch weitere Videobeiträge von Arana im Rahmen des Channeling-Portals geben wird. Sie hat ja schon einige präsentiert. Sie wird hoffentlich auch beim nächsten Channeling-Kongress im Oktober wieder mit dabei sein. Und wenn ihr euch das nicht entgehen lassen möchtet, dann bitte meldet euch an auf www.channeling-portal.de. Durch das Hinterlassen der E-Mail-Adresse bekommt ihr dann immer einen Newsletter, solange ihr das möchtet, mit den Links zu solchen Videos wie diesem hier. Okay, und jetzt freue ich mich sehr darauf, dass ich auch mal reinschauen darf in die Farben der Chakren. Und ja, ich freue mich auf die Meditation. Ja, Okay, super. Ja, ich bedanke mich auch schon mal für das Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, Michael, das ist wirklich. schön. Ich Ja. danke dir, Arana. Ich glaube, wir Mir auch könnten sehr. stundenlang schwätzen, wir Ja, zwei, ja, habe ich ja, so wir das könnten Gefühl. lang Ja. weitermachen. Aber Ja. irgendwann muss auch mal Schluss sein. Ja, und ich freue mich jetzt tatsächlich, so, obwohl es wirklich nicht geplant war, Nee. die Übungen zu machen. Aber ich sitze hier ja an meinem Arbeitsplatz. Ich habe hier alles, was ich brauche. Und von daher mache ich ein klein bisschen Musik an. Ja, und ich werde natürlich immer zwischendrin mal die Augen zumachen bei der Meditation oder Übung. Und die Teilnehmer, Zuschauer, die jetzt hier mit dabei sind, denen würde Ja. ich das auch empfehlen, sich einfach ganz gemütlich auf den Stuhl zurückzulehnen. Wäre es, was ist das für eine Musik, die du da Das ist verwenden? meine eigene. Die hast du selbst gemacht? Die habe ich mir machen lassen, extra für Wow, solche Zwecke, damit ich keinen super. Ärger Danke, danke, kriege danke, mit danke. YouTube und Co. Ja. Richtig, deswegen frage ich nach, denn wir Ja. möchten ja nicht, wenn das hier stehen bleibt auf dem YouTube-Kanal, dass Nein, wir da dann das passiert Ende nichts. abschneiden müssen oder so, aus Ja. irgendwelchen Copyright-Gründen. So, Nein. Entschuldigung, jetzt Ende Nee, des aber es ist eine wichtige Einschubs. Frage und da muss man auch drüber nachdenken, ganz klar. Aber die Musik nehme ich ja auch immer für meinen YouTube-Kanal und ich habe die irgendwann mal, weil ich halt einfach auch gemerkt habe, das geht nicht mit irgendwas aus dem Internet. Ja, das geht einfach Ja, nicht. ja, auf keinen Fall. Ja. Gut, ja, danke schön. Vielen, vielen Dank, Arana. Ich werde es jetzt einfach genießen, wie jeder andere Zuschauer auch. Mach Und das. danke dir jetzt schon von Herzen. Ja. Auch für dieses Gespräch natürlich. Gut, legen wir los. Okay, mach's dir ganz gemütlich auf deinem Platz.
Und ich denke, für die meisten wird es gut sein, die Augen zu schließen und sich ganz nach innen sinken zu lassen, ganz tief in dich hinein. Zieh all deine Energien wieder zu dir zurück, die du im Laufe des Tages irgendwo abgelegt hast oder verstreut hast. Konzentriere dich nach innen und konzentriere dich darauf, dass du jetzt mit dem nächsten Einatmen all deine Kräfte und all deine Energie wieder zurückholst. Und dann atme durch die Nase tief ein und durch den Mund aus und entspanne dich. Sitze ganz gemütlich und öffne ein bisschen deine Beine, wenn möglich. Und jetzt stell dir vor, dass direkt vor dir ein ganz großer Glaskrug entsteht. Er ist plötzlich einfach da. Ein großer Glaskrug. Er steht vor dir auf dem Boden. Schau hin und sieh, wie dieser Glaskrug sich jetzt von unten nach oben mit einem wunderschönen blauen Licht füllt. Das blaue, strahlende Licht steigt in dem Glaskrug immer höher und höher. Sieh, wie der Glaskrug sich immer mehr füllt, bis ganz nach oben an den Rand. Ein wunderschönes, strahlendes Blau. Lächle und atme jetzt noch einmal über die Nase tief ein und über den Mund aus. Und der Glaskrug hebt sich an, wie von Zauberhand. Und das blaue Licht ergießt sich jetzt in dein erstes Chakra hinein. Spüre es. Spüre, wie mit dem Blau ein tiefer Frieden in dieses Chakra hineinströmt. Und spüre, dass dieses Blau dein Chakra ausdehnt und es zum Strahlen bringt. Und jetzt nimm einen Atemzug, blaues Licht in dieses Chakra hinein und erwecke es zum Leben. Spüre, wie dieses Blau dich trägt. Spüre die Kraft. Spüre die Ruhe. Und jetzt nimm einen Atemzug goldenes Licht in dein blaues, wunderschönes, strahlendes erstes Chakra hinein. Forme mit diesem Atemzug eine liegende goldene Acht. Lass diese Acht fließen, wie ein goldener Fluss, erschaffen für die Ewigkeit. Lächle und schau dir das an, dein großes, lebendiges, blaues Wurzelchakra mit der goldenen, fließenden, wunderschönen, funkelnden Acht darin. Und jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit in dein Herz. Und im tiefsten Inneren deines Herzens
mit der Macht der Magie, die dir innewohnt. Erschaffe den Zauber der Worte von alles ist möglich. Und jetzt lass diesen Zauber aus deinem Herzen heraus nach unten schweben. Und lass diese Worte in die goldene Acht einfließen. Alles ist möglich. Sieh, wie Buchstabe für Buchstabe in die goldene Acht hineinfällt und mit ihr verschmilzt. Spüre die Energie, die sich in deinem gesamten System jetzt breit macht. Alles ist möglich. Lächle. Geh erneut in dein Herz, in den tiefsten, innersten Raum deines Herzens. Und mit der Magie, die dein Recht ist, erschaffe den Zauber der Worte von Ich bin im tiefen Vertrauen mit allem, was ist. Lächle und lass diesen Zauber nach unten sinken. Bette ihn ein in die goldene Acht, in deinem strahlenden blauen Wurzelchakra. Sieh, wie Wort für Wort in diesen goldenen Fluss hineinfällt. Ich bin im tiefen Vertrauen mit allem, was ist. Und jetzt spüre, wie sich mit diesem Zauber dein blaues Wurzelchakra ausdehnt, weit über den Körper hinaus. So ist es gut und richtig. Keine Grenzen und Barrieren. Frei fließen und frei strahlen. Ich bin im tiefen Vertrauen mit allem, was ist. Lächle und atme tief ein und aus. Und wir wollen noch ein letztes Mal in unser Herz gehen. Ziehe all deine Aufmerksamkeit in den innersten Raum deines Herzens hinein. Und mit der Magie tief in deinem Herzen, deine Magie, die deine Pflicht ist, erschaffe lächelnd den Zauber. Ich bin der göttliche Frieden in Tätigkeit auf Erden. Und nun lege diesen letzten Zauber in die goldene Acht nieder, als wäre es ein Heiligtum, das du auf einen Altar bettest. Ich bin der göttliche Frieden in Tätigkeit auf Erden. Lass diesen Zauber in deine goldene Acht, in deinem wunderschönen neuen blauen Wurzelchakra hineinfließen. Atme und fühle. Fühle, wie du getragen wirst von deinem neuen blauen Wurzelchakra.
Ich bin der göttliche Frieden in Tätigkeit auf Erden. Und wenn dies alles für dich stimmig war, wenn sich das gut anfühlt, wenn dies nun zu deiner eigenen Wahrheit geworden ist, dann verankere die Energien mit einem inneren Ja, das gehört nun zu mir. Das bin ich. So ist es. Und dann atme ein und aus und komm in das Hier und Jetzt zurück.